Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Zwifo mit Neuland Stories, der Folge, bei der ihr nie genau wissen könnt, was wir euch zeigen werden. Diese Woche zeigen wir euch unsere 5 Top-Gadgets hier im Van, die sich für uns über die Zeit, jetzt sind es ja mittlerweile fast 2 Jahre im Van, als mega nützlich herausgestellt haben. Und die wollen wir euch ein bisschen zeigen und dann könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch solche Gadgets habt oder ob wir noch irgendwas auf jeden Fall brauchen, was wir noch nicht haben. Los geht's! Das erste Gadget und unser absoluter Favorit ist unser Schreibtisch. Den wollten wir nicht mehr missen. Der ist so raumvergrößernd für unseren Van und so eine Bereicherung. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir den nachgerüstet haben. Bevor wir den hatten, haben wir nämlich einfach nur hinten an unserem Esstisch oder auf dem Bett gearbeitet und waren dann immer uns gegenseitig im Weg. Und ja, jetzt haben wir einfach hier vorne mega viel Platz und können den Platz hier zum Arbeiten nutzen. Wenn wir den Schreibtisch nicht brauchen, dann kommt die Platte einfach nach hinten unters Bett, weil es ist einfach auch nur eine dünne Holzplatte und dann ist sie da hinten verstaut und niemandem im Weg. Und sobald wir den Schreibtisch hier vorne wieder brauchen, holen wir sie unterm Bett vor und packen sie hier vorne hin. Und das Beste ist natürlich, wir können mit einem fantastischen Ausblick arbeiten. Und da wir gerade in den Rocky Mountains sind, gucken wir auf verschneite Berge. Da hinten sind die Berge und heute haben wir mal Nachfahren. Hallo! Unser nächstes Gadget hört ihr vielleicht ja schon die ganze Zeit im Hintergrund, die Standheizung. Wir haben schon in der letzten Zwifo bei unserer Wintervorbereitung schon ausführlich über unsere Standheizung gesprochen, aber sie darf bei unseren 5 Gadgets nicht fehlen. Die Standheizung ist natürlich kein Geheimtipp und die meisten werden auch eine Standheizung verbaut haben, aber wir wollten trotzdem nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, falls ihr überlegt, wir werden schon ohne Standheizung auskommen, verbaut sie. Also das ist wirklich Gold wert. Und weil wir es schon so oft erwähnt haben, dass wir eine Standheizung haben, dass für jeden klar ist, vielleicht nochmal unser kleines Gadget, was wir dazu gebaut haben. Denn es ist super hilfreich, wenn man die Standheizung auch ein bisschen variieren kann. Das heißt, entweder irgendwie einen kleinen Drehknauf einbauen, wie wir es gemacht haben, oder einen Schlauch anschließen, dass man vielleicht auch mal irgendwo anders hin die warme Luft legen kann, so wenn man ein Handtuch trocknen möchte. Und das ist eigentlich so unser Hauptgadget an der Heizung. Ist unser verdrehbarer Knauf, damit wir ja, den warmen Luftstrom ein bisschen verändern können. Und auch das Ding ist Marke Eigenbau und sieht eigentlich nur so aus. Haben wir selbst zusammengeschustert, funktioniert aber richtig gut, dass wir die Luft entweder hier zu unseren Handtüchern oder nassen Klamotten führen können oder nach hinten in den Wohnraum. Und dann haben wir es hier richtig schön muggelig warm. Nummer 3, was wir hier im Van nicht missen wollten, befindet sich in unserer Krustellgrube, der sogenannten Kru-Kru. Da ist nämlich alles, was sonst keinen Platz findet und das ist auch gut so. Und zwar haben wir hier unseren Knopf für den elektronischen Kugelhahn, den wir unterm Auto für unseren Abwassertank eingebaut haben und Game Changer. Hier unten in dieser Grube war eigentlich unser kleiner Abwassertank, den wir immer raushieven mussten, uns in die Plörre reinstellen mussten, den Wassertank ausleeren, sauber machen und hier wieder reinstellen. Und jetzt können wir einfach drüber fahren, Knopf drücken, Wasser rauslassen. Und dazu haben wir noch eine Kontrollleuchte, wann unser Tank voll ist, damit wir den Moment nicht verpassen und ja, immer wissen, wann es Zeit ist, das Wasser abzulassen. Gadget 4 und 5
sind 2 Gadgets, die besonders wichtig während der Fahrt sind. Und da wir sowieso gleich noch in den Ort wollten und eine Kleinigkeit erledigen müssen, machen wir jetzt hier alles klar Schiff, machen den Van-Abfahrt bereit und erklären euch dann, worum es geht, wenn wir unterwegs sind. Übrigens ein kleines Regal neben dem Bett, ist auch ziemlich cool. Man muss aber unbedingt gucken, ob man da was draufgestellt hat, bevor man losfährt. Denn wenn da nochmal so eine Tasse Kaffee steht, bitte? kann das auch mal unglücklich enden. Wir können auch mal ein Video machen, in dem wir zeigen, warum Vanlife überhaupt nichts ist. Was machen wir? Ihr kriegt mal ein Video von uns zu sehen, da zeigen wir euch, was Vanlife nervig macht und in welchen Fällen ihr nicht für Vanlife geeignet seid. Finde ich gut. Unsere Nummer 4 ist der sogenannte Ladebooster. Wir haben eine relativ große Batterie, die wir nur über Solar und über den Ladebooster laden. Das ist wahrscheinlich auch nicht so selten, dass die meisten das verbaut haben, aber auch das möchten wir auf keinen Fall mehr missen, denn wir können nicht Landstrom benutzen. Wir haben keinen Stecker angebaut, sodass wir irgendwie auf dem Campingplatz unsere Batterie laden können. Das heißt, wir haben nur Solar- und Ladebooster. Wir hatten zuerst eine AGM-Batterie. Da konnten wir natürlich auch mit einem Trennrelais laden. Das ist der gleiche Effekt. Aber seit wir die Lithium-Batterien drin haben, können wir oder müssen wir einen Ladebooster verwenden. Und das funktioniert dermaßen gut. Hier geht die Klappe auf. Dass wir eigentlich bisher noch nie nur ansatzweise an die Grenze unserer Batterie gekommen sind, selbst wenn wir 3 Tage am Stück gearbeitet haben. Also das solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr zusätzlich die Batterie noch zum Solar laden wollt. Baut euch einen Ladebooster oder wenn ihr eine AGM-Batterie habt, ein Trennrelais ein. Das Trennrelais funktioniert aber nicht mit der Lithium-Batterie, da unbedingt dran denken und dann habt ihr ziemlich viel Strom, vor allen Dingen, wenn ihr durch Kanada fahrt. Wir sind jetzt hier übrigens in dem kleinen Städtchen Canmore. Das ist das letzte Städtchen vor Banff National Park. Das ist eigentlich gerade unser Dreh- und Angelpunkt hier in den Rocky Mountains. Wir fahren immer mal wieder in die Nationalparks rein, kommen wieder hierher, arbeiten in dem Café hier, in Blondies Café. Hier hat man einen sehr guten Wi-Fi-Empfang, wollte ich schon sagen, aber nein, die haben ein sehr gutes Wi-Fi und guten Kaffee und da lässt es sich gut arbeiten und ja, hier haben wir alles, was wir brauchen und unter anderem eine heiße Dusche, Leute. Und vor allem auch eine heiße Dusche. Unser 5. und damit letztes Gadget. Und bestes Gadget. Und ich kann es kaum glauben, dass es aus meinem Mund kommt. Sind unsere LED-Scheinwerfer, die wir haben nachrüsten lassen.
Ich hätte es nicht geglaubt und ich dachte auch nur, Basti möchte die gerne haben, weil es ein optisches Upgrade ist und es irgendwie mehr offroadiger aussieht. Aber natürlich Tut es auch. Tut es auch, aber es hat tatsächlich einen extrem großen Nutzen, jetzt vor allem, wo wir hier in Kanada unterwegs sind und es ziemlich früh sehr dunkel wird und die Straßen auch nicht gut beleuchtet sind und die Scheinwerfer einfach ein wahnsinniges Licht machen. Man kann viel früher Wild einsehen, die Straße einsehen, bei Stellplatzsuche erleichtert es einem, wenn man den Boden viel besser einschätzen kann. Ja, also wie ihr hört, ich bin mega krass überzeugt mittlerweile und am Anfang war ich die größte Skeptikerin. Basti freut sich hier gerade neben mir ein ins Fäustchen. Ah, das hört sich so schön an, das ist Musik in meinen Ohren. Aber ja, dieses Upgrade lohnt sich wirklich und nicht nur in Kanada, sondern bestimmt auch in Europa, wenn man mal nördlicher unterwegs ist, aber auch im Süden, also egal wo. Kleiner Tipp, wir haben, als wir es einbauen lassen, habe ich total drauf bestanden, die Möglichkeit zu haben, die LED-Scheinwerfer auch auszuschalten. Die sind gekoppelt mit dem Fernlicht, das heißt, wenn ich Fernlicht betätige, dann gehen automatisch diese LED-Scheinwerfer mit an. Ich wollte aber auch unbedingt die Möglichkeit haben, das auszustellen, dass ich also nur das normale Fernlicht nutzen kann. Der das eingebaut hat, hat mich diverse Male gefragt, warum, weil er eigentlich gar keinen einzigen Case sieht, wann man nur das normale Fernlicht brauchen könnte. Aber ich wollte die Möglichkeit haben, dachte, wenn man irgendwie mal Gegenverkehr hat und ein bisschen mehr Licht, aber nicht gleich alles nutzen möchte, dass das total Sinn macht. Ich muss leider zugeben, er hatte recht. Ich glaube, einmal kam es vor in jetzt den gesamten 2 Monaten. Es reicht komplett, wenn man es auf das Fernlicht schaltet, weil man braucht entweder viel Licht oder halt nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, die auch auszuschalten. So, wir sind an unserem Stammparkplatz in Canmore angekommen und das war's für diese kleine, kurze Special Interest Zwifo. Wir hoffen, euch hat auch das wieder gefallen. Dann lasst uns natürlich ein Like da würden wir uns riesig drüber freuen. Wir werden am Sonntag euch natürlich zeigen, wie es auf unserer Reise weiterging, denn die ersten Tage in den Rockies waren wirklich richtig, richtig cool. Wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Zwifo verpasst, damit ihr sonntags nicht verpasst, wie die Reise weitergeht. Und wir wissen nicht, was wir euch das nächste Mal Mittwoch zeigen. Wir hoffen, ihr bleibt dran und sehen uns am Sonntag. Danke! Ende. 5 Gadgets im Van, die wir unbedingt zeigen wollen. Oder die sich, wie wir finden, von uns rausgestellt hat, dass... Mein Gott, ist das verschachtelt. Größert den Van einfach. Ja, richtig large, keine Ahnung. Da wir sowieso gleich nochmal den nächsten Ort machen müssen. Ich stelle gleich die Kamera runter. Aber wir wollen das noch... Cookies immer gut verstauen.